Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Stell dir vor, du wachst morgens auf und stellst fest, dass du heute 2 Vollzeitjobs gleichzeitig erledigen musst. Ja, und das Schlimmste daran, für einen davon wirst du nicht mal bezahlt. Absolut richtig. Und genau das ist einfach die Realität für Millionen von Eltern jeden einzelnen Tag. Also, hallo zusammen und schön, dass ihr wieder bei unserer heutigen Analyse dabei seid. Ein ganz herzliches Hallo auch von mir. Genau, heute ist nämlich schon Tag 134 auf unserer gemeinsamen Reise durch die deutsche Sprache. Und ich muss wirklich sagen, unser heutiges Thema, das betrifft fast jeden von uns. Es geht um Familie und Beruf vereinbaren. Ein riesiges Thema. Wir haben uns dafür auch echt viel vorgenommen heute. Oh ja, Unser Ziel ist es nämlich, gemeinsam 15 super wichtige Kernwörter für euren Alltag zu lernen. Also Vokabeln, die ihr wirklich sofort im Büro oder, auf dem Spielplatz anwenden könnt. genau. Aber bevor wir so richtig in diese ganzen Ursachen für den Stress eintauchen, habe ich noch einen ganz kurzen Tipp für euch. Den Shadowing-Tipp, oder? Richtig. Also hört heute wirklich gut zu und achtet auf die Aussprache und den Rhythmus der Sprache. Sprecht die Wörter gerne leise mit, das hilft dem Gehirn total. Absolut. Und bleibt auch unbedingt bis zum Ende dieser Folge dran, denn dort wartet eine kurze, spannende Mini-Story auf euch, in der wir dann all diese neuen Wörter in einer ganz natürlichen Situation zeigen. Oh, ich freue mich schon auf die Story, aber lass uns direkt starten. Wenn ich so in meinen Freundeskreis schaue, da gibt es so viele Leute, die echt verzweifelt versuchen, Zeit, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ja, das höre ich in der Praxis auch ständig. Weil, die Gesellschaft erwartet ja irgendwie von uns, dass wir arbeiten, als hätten wir keine Kinder und gleichzeitig sollen wir die Kinder erziehen, als hätten wir gar keinen Job. Das ist doch Wahnsinn. Das ist wirklich eine super Beobachtung. Und das bringt uns auch direkt zu unserem allerersten Wort für heute. Nämlich die Doppelbelastung. Ah, okay. Die Doppelbelastung. Genau. Die deutsche Erklärung dafür ist ganz simpel. Nämlich Druck durch 2 Aufgaben zur gleichen Zeit. Und auf Englisch? Da sagt man dazu Double Burden, richtig? Ganz genau, Double Burden. Und ein typischer Satz für den Alltag wäre, die Doppelbelastung führt oft zur Erschöpfung. Mhm. Das kann man förmlich spüren. Ich vergleiche diese Doppelbelastung immer gerne mit einer richtig steilen Bergwanderung, bei der du einfach 2 schwere Rucksäcke gleichzeitig tragen musst. Ein tolles Bild. Ja, oder? Ein Rucksack für den Job auf dem Rücken, der echt schwer ist. Und dann bumm, noch einen zweiten vorne für die Familie. Ja, und wissenschaftlich passiert im Körper genau das, der Stress sinkt gar nicht mehr. Aber warum machen wir das? Das bringt uns direkt zu Wort Nummer 2, das ist das Rollenbild. Ah, das Rollenbild. Also die Erwartung an Mann oder Frau. Richtig, die gesellschaftliche Erwartung. Auf Englisch nennt man das Role Model oder auch Gender Role. Das merkt man doch im Alltag extrem. Also ein guter Satz dazu ist, veraltete Rollenbilder erschweren die Aufteilung. Absolut. Wir leben echt im 21. Jahrhundert, haben KI und alles, aber im Kopf haben wir oft noch die 1950er Jahre. Einer arbeitet, einer kocht. Genau. Und diese alten Ideen im Kopf, die prallen jetzt auf unsere moderne Realität. Denn, und das ist unser drittes Wort, viele Eltern heute sind ambitioniert. Ambitioniert. Ein schönes Adjektiv. Ja, die deutsche Erklärung ist einfach ehrgeizig. Man will Karriere machen. Auf Englisch heißt das ambitious. Okay, also ambitious. Der Beispielsatz für die Lernenden wäre dann, ambitionierte Eltern wollen Karriere machen. Richtig. Aber wenn du nun sehr ambitioniert bist, aber wegen der alten Rollenbilder alles zu Hause machen musst, dann knallt es. Ja, das kollidiert total. Und das führt dann direkt zu unserem 4. Wort, oder? Ganz genau. Das Wort heißt überlastet. Das bedeutet auf Deutsch einfach, man hat zu viel Arbeit. Die Batterien sind quasi leer. Auf Englisch übersetzen wir das mit overworked. Ein Satz, den man im Büro ständig hört, ist, er fühlt sich im Job oft völlig überlastet. Ja, und wir reden da ja nicht nur von körperlicher Müdigkeit, ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist mental. Der Kopf ist voll. Aber warum passiert das gerade mit Kindern so extrem schnell? Das liegt an der Sache selbst. Und das ist unser 5. Wort, zeitintensiv. Das ist ein tolles deutsches Adjektiv. Zeitintensiv. Das bedeutet also sehr zeitaufwendig, es kostet viel Zeit. Richtig. Auf Englisch sagt man direkt time consuming. Unser Beispielsatz für euch lautet, Hausarbeit ist eine zeitintensive Aufgabe. Und Kindererziehung ist natürlich noch viel zeitintensiver. Absolut.
Ein Kind wartet nicht, bis dein Meeting vorbei ist, wenn es sich verletzt hat. Genau. Also wenn wir das mal kurz zusammenfassen, weil viele ambitioniert sind, aber wir noch alte Rollenbilder haben, entsteht diese krasse Doppelbelastung. Und weil Kinder zeitintensiv sind, sind wir am Ende alle überlastet. Perfekt zusammengefasst. Das ist das genaue Warum. Okay, wow, das war echt ein harter Reality-Check. Also den ganzen Druck haben wir jetzt verstanden. Aber wie sieht es denn auf der Arbeit aus? Wie reagieren die Unternehmen darauf? Das ist ein super Übergang zu unserem zweiten Teil. Schauen wir uns mal die Strukturen an. Unser 6. Wort ist ein echter Klassiker im Büro, die Kernarbeitszeit. Oh ja, die gute alte Kernarbeitszeit. Genau. Die deutsche Erklärung lautet die Pflichtzeit im Büro. Auf Englisch sagt man dazu Core Hours. Der Satz dazu ist sehr eindeutig. In der Kernarbeitszeit müssen alle da sein. Meistens so von 10 bis 14 Uhr. Aber ich muss da mal kritisch fragen. Schieß los. Ein von einem Familienalltag? Also das ist doch null flexibel. Du hast völlig recht. Das ist echt ein Problem. Und deshalb haben Firmen reagiert, was uns zu Wort Nummer 7 führt, die Gleitzeit. Ah, Gleitzeit. Das rettet viele. Absolut. Auf Deutsch bedeutet das flexible Arbeitszeit. Auf Englisch Flextime. Ein toller Satz dazu ist, dank Gleitzeit habe ich morgens weniger Stress. Ja, wenn der Weg zur Kita mal länger dauert, fängst du halt später an. Und diese Gleitzeit ist extrem wichtig für Wort Nummer 8. Lass mich raten, der Wiedereinstieg? Ganz genau, der Wiedereinstieg. Das bedeutet die Rückkehr in den Job. Meistens nach der Babypause. Auf Englisch ist das Re-Entry. Ein Satz, den wir uns merken können, der Wiedereinstieg nach der Pause ist schwer. Man war so lange weg und plötzlich muss man wieder performen. Ja, viele haben da echt Angst. Aber man muss arbeiten, weil, und das ist unser 9. Wort, alles kontinuierlich teurer wird. Kontinuierlich. Also ohne Pause, immer weiter. Richtig. Auf Englisch continuous. Der Alltagssatz dazu, die Kosten steigen kontinuierlich an. Ja, Miete, Strom, Essen, alles. Ein Gehalt reicht da oft einfach nicht mehr. Stimmt. Und weil das so ist, müssen wir alle die Eigenschaft von Wort Nummer 10 haben. Wir müssen anpassungsfähig sein. Anpassungsfähig? Das heißt auf Deutsch einfach flexibel sein, oder? Genau. Flexibel auf neue Situationen reagieren. Auf Englisch adaptable. Unser Satz? Man muss im Familienalltag anpassungsfähig sein. Wenn die Kita anruft, weil das Kind krank ist, dann muss man sofort reagieren. Absolut. Wenn ihr übrigens diese Art zu lernen mögt und wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das hilft uns wahnsinnig. So, jetzt haben wir über Gleitzeit und Strukturen gesprochen. Aber welche Aktionen machen wir denn eigentlich jeden Tag? Gute Frage. Damit kommen wir zum 3. Hauptteil. Wir reden jetzt über Verben, also Aktionen. Und ein ganz wichtiger Hinweis an euch alle, bei diesen Verben müsst ihr unbedingt auch die Perfektform lernen. Sehr wichtig, ja. Denn im Alltag erzählen wir ja meistens in der Vergangenheit. Genau. Also Wort Nummer 11 ist bewerkstelligen. Die Perfektform ist hat bewerkstelligt. Ohne das G am Anfang, weil es mit B losgeht, ne? Exakt. Die deutsche Erklärung ist etwas schaffen oder meistern. Auf Englisch sagt man to manage. Ein super Satz dazu. Es ist schwer, alles allein zu bewerkstelligen. Das beschreibt diesen riesigen Berg an Aufgaben. Wer kauft ein? Wer plant die Termine? Mhm. Und diese ganze Planung, die kostet echt Kraft. Das ist Wort Nummer 12, beanspruchen. Wieder mit B am Anfang, also ist das perfekt hat. Beansprucht. Genau. Es bedeutet auf Deutsch etwas benötigen oder viel Kraft kosten. Auf Englisch to require. Der Alltagssatz dazu lautet, die Erziehung beansprucht meine gesamte Freizeit. Kinder sind ja keine Pflanzen, die man nur einmal die Woche gießen muss. Die brauchen Aufmerksamkeit. Richtig. Und deshalb muss der Staat oder die Firma etwas tun. Und das ist Wort 13, gewährleisten. Ein tolles Wort. Gewährleisten. Das Perfekt ist, hat gewährleistet. Ganz genau. Das bedeutet, etwas sicherstellen oder garantieren. Auf Englisch to guarantee. Unser Satz dazu? Firmen müssen die Betreuung gewährleisten. Ohne Betreuung können die Eltern halt nicht arbeiten. Stimmt. Wort 14 ist dann angleichen. Achtung, das ist ein trennbares Verb. Ah, dann rutscht das G in die Mitte, oder? Genau, das Perfekt lautet hat angeglichen. Es bedeutet etwas passend machen. Auf Englisch to adjust. Und der Satz aus der Realität ist,
Wir müssen die Arbeitszeiten dem Kita-Plan angleichen. Weißt du, da habe ich immer so ein lustiges Bild im Kopf. Erzähl mal. Man ist doch eigentlich wie ein Fluglotse am Flughafen. Oh, das ist gut. Ja, man sitzt oben im Turm, ein Flugzeug ist das Meeting, ein anderes ist der Fußballverein vom Kind. Und man muss ständig alle Zeiten angleichen, damit es in der Luft keinen Crash gibt. Absolut passend. Ein ständiges Angleichen. Aber was, wenn der Lotse nicht aufpasst? Dann kracht es. Und das ist Wort 15. Versäumen. Das Perfekt ist hat versäumt. Auf Deutsch heißt es einfach etwas verpassen. Auf Englisch to miss. Unser Satz: Man darf Pausen für sich selbst nicht versäumen, sonst brennt man irgendwann aus. Wahnsinn. Wir haben echt viel analysiert heute. Jetzt ist es Zeit, das Ganze in die Praxis zu bringen. Oh ja, unser Praxistest. Die Mini-Story. Ganz genau. Wir bringen jetzt all diese 15 Wörter in eine kleine Geschichte. Lehnt euch mal zurück und achtet darauf, wie die Wörter ganz natürlich verwendet werden. Okay, los geht's. Die Geschichte handelt von Thomas. Also Thomas ist ein ambitionierter Vater. Genau. Und er plant nach seiner Elternzeit jetzt den Wiedereinstieg in den Beruf. Aber er hat echt Sorgen wegen der Doppelbelastung. Denn er weiß genau, Kinderbetreuung ist extrem zeitintensiv. Und leider gibt es in seiner Firma noch ganz alte Rollenbilder, die es Männern schwer machen, sich um die Kinder zu kümmern. Ja, Thomas hat große Angst, dass er ganz schnell völlig überlastet ist. Denn die Miete und das Leben steigen kontinuierlich im Preis an. Stimmt. Und dieses ganze Organisieren, das beansprucht extrem viel Energie von ihm. Und dann hat seine Firma auch noch eine total strenge Kernarbeitszeit. Das ist ein Problem. Also geht er zu seinem Chef und sagt, die Firma muss wirklich mehr Flexibilität gewährleisten. Richtig. Denn nur so kann er überhaupt alles bewerkstelligen. Er bittet deshalb seinen Chef ganz konkret um Gleitzeit. Eine super Lösung. Denn so kann er seine Arbeitsstunden einfach morgens dem Kita-Plan angleichen. Und am Ende lernt Thomas, wirklich anpassungsfähig zu sein. Und das Beste daran: Dank dieser Lösung versäumt er heute gar keine wichtigen Pausen mehr. Ende der Geschichte. Das war doch echt ein schöner Abschluss, oder? Finde ich auch. Ihr seht also, wie man diese 15 Wörter total organisch in einer normalen Situation nutzen kann. Ein großes Lob an alle, die bis hierhin mit uns gelernt haben. Das ist wirklich ein sehr anspruchsvolles Vokabular für das Niveau B1. Absolut, ihr wart super. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eigene Sätze mit diesen neuen Wörtern unten in die Kommentare. Wir lesen das total gerne und gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn es euch geholfen hat. Genau. Morgen sprechen wir dann über ein anderes wichtiges Thema, nämlich Arztbesuch und Medikamente. Da lernen wir auch wieder ganz praktische Wörter. Darauf freue ich mich schon. Aber als Schlussgedanke für heute habe ich noch eine kleine Provokation für euch. Oh, ich bin gespannt. Stellt euch mal vor, in 20 Jahren würde das traditionelle Rollenbild komplett verschwinden. Niemand hätte mehr diese alten Erwartungen an Männer und Frauen. Wie würde unsere Arbeitswelt dann aussehen? Wären wir dann alle entspannter? Denkt da mal drüber nach. Ein toller Gedanke. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcasts. Tschüss und einen schönen Tag noch.